Rudolf Steiner im Ätherzeitalter. Diesmal möchte ich eine Betrachtung machen über den Zyklus Rudolf Steiners Vorstufen zum Mysterium von Golgotha. Es geht um die zweite Kreuzigung des Christus, die er in der Ätherwelt erlitten hat, eben im 19. Jahrhundert. Man kann sagen, ohne die Kreuzigung gibt es auch keine Auferstehung. In dem Sinne finde ich sehr wichtig, dass wir einmal die neue Kreuzigung in der Ätherwelt zu verstehen versuchen, um das Wesen der neuen Auferstehung, die wir vom 20. Jahrhundert an in unseren Menschenseelen erleben dürfen. Also Vorstufen zum Mysterium von Golgotha. Eigentlich den zweiten Vortrag in diesem Zyklus, ja. Denn so war, als der Christus, als er im Leibe des Jesus von Nazareth inkarniert war, mehr als Mensch war, so ist das Christuswesen mehr als Engel. Das ist nur seine äußere Gestalt, aber in der Tatsache, dass so, wie wir es beschrieben haben, ein mächtiges, erhabenes Wesen herunterstieg von den spirituellen Welten und 3 Jahre in einem menschlichen Leibe wohnte, ist auch die weitere Tatsache zum Ausdruck gebracht, dass dieses Wesen während dieser Zeit selbst in seiner Entwicklung um eine Stufe weiter geschritten ist. Und er betont irgendwie in diesem Vortrag, dass der Christus eben dieses Bewusstsein des Engels hat. Oder? Und dieses Bewusstsein des Engels verliert. Also dass er wie eine Art zu einer Bewusstlosigkeit kommt. Also hier noch ein bisschen weiter, ja. Obwohl Christus in die alte hebräische Rasse kam und dort zu seinem Tode geführt wurde, erlitt dennoch das Engelwesen, welches seitdem die äußere Form des Christus ist, im Laufe des 19. Jahrhunderts Auslöschen des Bewusstseins als das Resultat der gegnerischen materialistischen Kräfte, die in die geistigen Welten heraufgekommen waren, als das Ergebnis der materialistischen Menschenseelen, die durch die Pforte des Todes gingen. Also ein Auslöschen des Bewusstseins. Also ein Auslöschen des Bewusstseins des Engelsbewusstsein. Und das Eintreten von Bewusstlosigkeit in den geistigen Welten. In der eben beschriebenen Weise wird die Auferstehung des Christusbewusstseins in den Seelen der Menschen auf Erden zwischen Geburt und Tod im 20. Jahrhundert werden. Kannst du das noch einmal lesen? Also das Eintreten von Bewusstlosigkeit in den geistigen Welten in der eben beschriebenen Weise wird die Auferstehung des Christusbewusstseins in den Seelen der Menschen auf Erden zwischen Geburt und Tod im 20. Jahrhundert werden. Das ist eine Schlüsselstelle, ja. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, ja. Also das geschieht im Menschen selber, in der menschlichen Seele selber. Das geschieht nicht draußen, sondern in der menschlichen Seele selber. Ja. Bewusstlosigkeit, ja. So sagte er. Das ist beim Engelwesen. Ja. Und beim Menschen selber ist es eine innere Auferstehung, eine innere Auferweckungsmöglichkeit damit gegeben. Ja. Um dieses Christuswesen im Menschen auferstehen zu lassen. Ja. Weiter spricht er, in gewissem Sinne kann man daher voraussagen, dass vom 20. Jahrhundert an das, was der Menschheit verloren gegangen ist, am Bewusstsein, sicherlich wieder heraufsteigen wird für das hellseherische Schauen
anfangs nur wenige, dann eine immer wachsende Anzahl von Wesen, wird im 20. Jahrhundert fähig sein, die Erscheinung des ätherischen Christus, das heißt Christus in der Gestalt eines Engels, wahrzunehmen. Also er sagt dann diese zwei Sachen nicht. Also einmal diese Auferstehung des Christusbewusstseins in den Seelen der Menschen als Folge von dieser Bewusstlosigkeit des Engels, in dem der Christus lebt. Das ist das eine. Das andere ist, dass immer mehr die Menschen den Christus, ätherischen Christus in der Gestalt eines Engels wahrnehmen. Das sind nicht eigentlich getrennt, ja, dass man den Christus einfach bloß sieht als Vision und nichts innerlich erlebt, sondern es muss irgendwie zugleich, wenn man so etwas sieht, dann muss das ein wirkliches Christusbewusstsein im Menschen wirklich erweckt werden, lebendig. Man könnte auch sagen, es ist ein inneres Schauen. Ja, inneres Schauen, ja, und genau. Nicht ein äußeres Wahrnehmen, sondern ein inneres Schauen. Ja, ein ganz intensiver innerer Vorgang, der stattfindet. Es kann etwas irritierend sein für den heutigen Menschen, dass er das auch Hellsehen nennt. Ja, ja. Dieses innere Schauen. Weil man mit Hellsehen meistens versteht, man sieht etwas vor sich draußen. Also ich lese bis Ende, ja. Um der Menschheit willen geschah das, was man eine Zerstörung von Bewusstsein nennen kann, in den Welten, die unmittelbar über unserer irdischen Welt liegen und in welchen der Christus sichtbar gewesen ist, in der Zeit zwischen dem Mysterium von Golgotha und dem heutigen Tage. Also dann etwas später sagt er auch, die Samen von irdischem Materialismus, die seit dem 16. Jahrhundert in die geistige Welt in immer größerem Maße von dem durch die Pforte des Todes schreitenden Seelen hinaufgetragen wurden und immer mehr Dunkelheit bewirkten, bildeten die schwarze Sphäre des Materialismus. Diese schwarze Sphäre wurde von Christus im Sinne des manichäischen Prinzips in sein Wesen aufgenommen, um sie umzuwandeln. Sie bewirkte in dem Engelwesen, in dem sich die Christuswesenheit seit dem Mysterium von Golgotha offenbarte, den geistigen Erstickungstod. Also jetzt kommt wieder ein anderer Ausdruck, ja. Geistige Erstickungstod. Dieses Opfer des Christus im 19. Jahrhundert ist vergleichbar dem Opfer auf dem physischen Plan im Mysterium von Golgotha und kann als die zweite Kreuzigung des Christus auf dem Ätherplan bezeichnet werden. Dieser geistigen Erstickungstod, der die Aufhebung des Bewusstseins jenes Engelwesens herbeiführte, ist eine Wiederholung des Mysteriums von Golgotha in den Welten, die unmittelbar hinter der unsrigen liegen. Damit ein Wiederaufleben des früher verborgenen Christusbewusstseins in den Seelen der Menschen auf Erden stattfinden kann. Dieses Wiederaufleben wird zum hellseherischen Schauen der Menschheit im 20. Jahrhundert. Also am Schluss wird noch einmal sehr deutlich gesagt, dieses Christusbewusstsein, dass der Gewinn des Christusbewusstseins in den Seelen, ja, dass die Seelen dieses Christusbewusstsein gewinnen. Und das drückt sich auch aus, dass man ihn wahrnimmt. Es geht immer wieder darum, dass wir, was als Hellsehen bezeichnet wird, dass wir das richtig verstehen. Also dieses Bewusstsein, dass der Christus eben dann im gewissen Sinne verliert, oder? Er
er opfert im gewissen Sinne seine Macht, Bewusstseinsmacht des Engels. Er opfert das hin und er verliert eigentlich diese Bewusstseinsmacht. Also was im Ätherleib des Engels hingeopfert wird, das muss jetzt im Ätherleib des Menschen, das heißt im Schicksalsleib des Menschen, auferstehen. Es ist auch interessant, dass er hier sehr stark diese Engelwesen, also diese Gestalt des Engels betont. Also ich denke, da muss man dann noch ein bisschen genauer anschauen, was macht der Engel eigentlich. Also es ist so, wie du vorhin gesagt hast, eben der Engel hat ja mit diesem Schicksal des Menschen sehr viel zu tun, oder? Er ist eigentlich das Wesen, das eben dann einen Menschen durch die mehrere Inkarnationen begleitet, oder? Hindurch begleitet. Ja. Also der Ätherleib ist ja ein Zeitenleib. Das heißt, wir brauchen ein Zeitenbewusstsein. Das ist ein Schicksalsbewusstsein. Ja, eben. Und in diesem Schicksalsbewusstsein kann der Christus in uns, in unserer Seele auferstehen. Womit wir wieder bei dieser Reflexion sind. Ja, eben. Ich habe auch gedacht, ja, dass das eben dann das sehr stark mit diesem Reflektieren zu tun hat. Steiner sagt auch später etwas, so was direkt damit zu tun hat, dass das Erinnerungskraft, ja, dass die Erinnerungskraft verwandelt wird durch diesen Christus, durch das Christusbewusstsein. Und dass das eine ganz wesentliche Erscheinung ist in diesem neuen Christusereignis. Ja. Und wir bekommen dort ein neues moralisches Bewusstsein, was in uns selber entstehen kann, was wir nicht mehr von außen haben, sondern was aus uns selber erzeugt werden kann. Was er in anderen Zusammenhängen dann die moralische Intuition nennt. Das Christusbewusstsein mit dem irdischen Bewusstsein der Menschheit vom 20. Jahrhundert an vereinigt werden. Denn das Ersterben des Christusbewusstseins in der Engelsphäre im 19. Jahrhundert bedeutet das Auferstehen des unmittelbaren Christusbewusstseins in der Erdensphäre, das heißt, das Leben des Christus wird vom 20. Jahrhundert an immer mehr und mehr in den Seelen der Menschen gefühlt werden als ein direktes, persönliches Erlebnis. Ja, und das ist dieses direktes, persönliches Erlebnis. Und da, in diesem Ausdruck ist dieses etwas Spezielles mit einem Engel verbunden. Jeder Mensch hat eine ganz persönliche Beziehung zu seinem eigenen Engel, oder? Eine ganz intime. Und dieser Engel führt uns von einer Inkarnation zu dem anderen, oder? Und er begleitet unser Leben so. Und in dem Sinne, dieses Christus-Erlebnis muss ein ganz radikal intimes, persönliches Erlebnis sein. Und ich denke, diese Lichtgestalt, so die man so sieht und irgendwie ein Engel oder so, und dass man irgendwie so eine Vision sieht, oder? Aber die man eben gar nicht so die Seele wirklich stark so ergreift, oder?
Also ich meine, ganz persönlich, die Seele greift in dem Sinne, dass ich eine innere Wanderung wirklich durchmache, im moralischen Sinne. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist das nicht eine wirkliche Christuserlebnis. Das kann ja wirklich ganz schönes luziferisches Erlebnis sein, aber also er wirkt wie unser eigener Engel, oder? Mir ist vorhin noch einmal so eine andere Idee gekommen, die Bewusstlosigkeit von Christuswesen. So wie wir gesehen haben, das ist ein Engel oder ein Engelsbewusstsein. Also dass der Engel eigentlich dort nicht mehr so in bisherigen Art und Weise seine Vollmacht ausführen kann. Und eben, natürlich, das ist schon die Bewusstlosigkeit von Engel. Der Mensch wird auch ohnmächtig, nicht? Natürlich. Wenn der Engel eben diese Ohnmacht erleidet. Und dann muss der Mensch auch ohnmächtig werden, oder? Der Mensch kommt auch so zu einer richtigen Ohnmachterlebnis, dass er dann nicht so im gewissen Sinne so passiv mit der Führung seines Engels rechnen kann. Er kann nicht mehr damit rechnen. Das ist es, ja, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wesentlich, dass der Mensch plötzlich so zu einer Ohnmacht kommt, dass der Engel wie ohnmächtig zurückbleibt vor gewissen Dingen, die stattfinden im Leben, dass er wie zurücktreten muss und dass diese Engelsphäre wie eine Ohnmacht im Sinne des Christus ohnmächtig wirkt. Geworden ist und dass der Mensch muss das natürlich auch sehr, sehr intensiv miterleben. Also das heißt, dass was vorher durch den Engel für den Menschen gemacht wurde, das Schicksal führen, das muss jetzt im Menschen selber erweckt werden, dieses Schicksalsverständnis sich selber zu erarbeiten. Ja, aber das ist eben wirklich im Sinne des Christusbewusstseins. Also das kann der Mensch wirklich nur leisten, in gewissem Sinne verlassen zu werden von unserem Engel, oder? Man fühlt sich wie verlassen von Engel, aber dabei werden wir nicht wirkliche Waisenkinder, weil wir eben jetzt nicht wie von außen, sondern dass wir in uns eben dann ein ganz lebendiges Christusbewusstsein spüren. Dass dieses Bewusstsein erweckt wird. Christus als Herr des Karma. Ja. Und dass der Mensch eben in diesem im Umgang mit dem Schicksal, ja, auch eine ziemlich starke Selbstverantwortung übernehmen muss, weil eben der Engel die Ohnmacht hat. Also ich denke, dass die Engel gar nichts mehr machen, das sage ich nicht, aber dass der Engel, also so ein Teil von seiner Arbeit, die er bis jetzt selbstverständlich übernahm, oder, um diese Karma zu ordnen und gewissermaßen, dass das nicht so chaotisch wird, karmisch, aber dass er dort wie nicht mehr selber diese Arbeit ausführen kann. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, weil der
Christus hat er bewusst eben das Bewusstsein, sein Bewusstsein hingeopfert. Also dieses Vollmacht des Bewusstseins als Engel. Er hat darauf verzichtet, dadurch, dass er diese dunkle Sphäre übernahm. Ja. Das ist ja einer der Aufträge, die Rudolf Steiner für die westliche Kultur hat, für die westlichen Kulturen, wieder dieses Karma-Verständnis, den Menschen ans Herz zu legen. Das Karma-Verständnis aus wiederholten Erdenleben. Diese Bewusstlosigkeit in den geistigen Welten, also dass der Engel eben dort wie zurücktritt, ja, vor diesem bisherigen Arbeit am Schicksal des Menschen. Und das erzeugt auch für Menschen selber auch eine sehr starke Ohnmacht zunächst. Aber gerade da hat der Mensch wirklich diese Möglichkeit, das Christusbewusstsein in sich zu erwecken. Also dass diese Möglichkeit vorhanden ist, dieses Karma, also so ganz aktiv zu heilen, das Karma ganz aktiv zu verwandeln. Und das kommt auf den Menschen selber an und nicht irgendwie auf diese passive Haltung des Menschen, mein Engel wird schon irgendwie arrangieren, sondern der Mensch muss zuerst den ersten Schritt beginnen. Also ich habe schon oft erlebt, auch in einer Biografiearbeit, also der Vortrag in demselben Zyklus, ja, also von 7. März 1914, also so, indem er dann diese, wie nennt man das, Abwandlungen von Prolog des Johannesevangeliums macht. Also da spricht er sehr, sehr wichtige Sachen in Bezug auf diese Biografiearbeit und auch Karma-Erkenntnis und eben diese Reflektieren, ja, als Technik des Christus-Erlebnisses. Er sagt ziemlich gegen Ende des Vortrages, ja, in dem neuen Christus-Ereignis, das jetzt nicht physisch, aber ätherisch herankommt, das zusammenhängt mit der ersten Entfachung der Erinnerungsfähigkeit, mit der ersten Entfachung des Durchchristetwerdens der Erinnerung, wird dieses Christusereignis so sein, dass der Christus als engelartiges Wesen an den Menschen herantreten wird. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Also jetzt mussten sie sich vorbereiten. Also jetzt müssen wir uns nicht mehr vorbereiten, sondern jetzt leben wir in dieser Zeit. Ja? Keine Vorbereitung, sondern wir sollten tun das. Ja? Noch etwas später, im Urbeginne war die Kraft der Erinnerung. Die Kraft der Erinnerung soll werden göttlich und ein Göttliches soll werden die Kraft der Erinnerung. Alles, was in Ich entsteht, soll werden so, dass es ein Entstandenes ist, aus der durchchristlichen, durchgöttlichen Erinnerung. In ihr soll sein das Leben und in ihr soll sein das strahlende Licht, das aus dem sich erinnernden Denken in die Finsternis der Gegenwart hereinstrahlt. Und die Finsternis, so wie sie gegenwärtig ist, möge begreifen das Licht der göttlich gewordenen Erinnerung. Aus dem sich erinnernden Denken. Das ist jetzt das Neue, ja? Ja, genau. Aus dem sich erinnernden Denken, ja.
Und das Licht, ja, das Licht aus dem sich erinnernden Denken strahlt in die Finsternis der Gegenwart herein. Ja. Und diese Beschreibung, die eben mit diesem sich erinnernden Denken, ja, stattfinden kann, das ist wirklich diese Wanderung der finsteren Sphäre, oder? Durch den Christus. Aber das geschieht eben durch uns, oder? Dadurch, dass wir in unsere Seele, ja, in diese finstere Teil unserer Seele, ja, den wir dann karmisch übernommen haben, wenn wir diesen Teil mit diesem Christuslicht hereinstrahlen, und dann verwandeln wir eben dann ein Stück diese finstere Sphäre, die der Christus übernahm. Und ja, und wegen der eben dann unser Engel auch ein Stück sich zurückziehen muss. Und sie bleiben eben finster, diese zurückliegenden Erlebnisse, diese zurückliegenden Ereignisse, solange sie nicht im erinnernden Denken beleuchtet werden. Ja, ja.